Surfaceless. Moin moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mal mit Equipment beschäftigen. Um genauer zu sein, wir wollen uns anschauen, welches Equipment würde ich persönlich auf einem Archer Commander im Open Field spielen. Hierbei möchte ich euch zeigen, welche verschiedenen Equipment Sets würde ich dabei auswählen. Diese kann man in verschiedene Kategorien packen. Ich habe einmal ein günstiges Equipment gemacht, ein Mid-Tier-Equipment und eins, wo ich sage, okay, wenn mir die Booster im Material egal wären, dann würde ich im Open Field dieses Equipment nehmen. Wir werden diese dazu vergleichen und schauen, was lohnt sich für euch als Spieler und wo sind die Vorzüge. Hierfür werden wir erstmal einmal in die Schmiede navigieren, dass wir das alles ein bisschen besser nachvollziehen können. Grundsätzlich, wir befinden uns bei der Archer-Gattung und ich möchte euch mein erstes Set vorstellen. Hier seht ihr das erste Set, für das ich mich entscheiden würde. Ist ein relativ simples Set und hier kommt alles relativ am Anfang des Spiels. Fangen wir oben an. So, mit dem Helm, den wir bauen würden, wäre im Grunde Helm des Phönix. Helm des Phönix ist mega interessant, weil ihr bekommt ihn an sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen. Es ist eine grüne Blaupause, das heißt, ihr bekommt ihn viel aus Ceroli, aus dem Canyon oder auch bei Barbarencamps wird eine komplette Blaupause hiervon gedroppt. Und diese Dinger sammelt niemand ein, da sie keiner möchte. Das heißt, ihr könnt dieses Item leicht bekommen und dieses leicht auch mit Special Talent ausrüsten, um extra Boni zu erhalten. Das zweite Item, was ich auswählen würde, wäre schon ein blaues Item. Schwere Rüstung des Kommandanten. Warum diese Rüstung und nicht erstmal hier das Kettenhemd? Ich würde direkt auf diese Rüstung gehen, einfach nur aus dem Grund, weil man hat hier den coolsten Stat im ganzen Spiel und den schon ausgiebig. Ihr bekommt diese Blaupause, wie zuvor auch, leicht aus dem Canyon, könnt ihr da relativ schnell vervollständigen, wenn ihr täglich einfach Canyon spielt und ihr bekommt 6% Leben ohne Special Talent. Aber auch hier ist es relativ einfach, ein Special Talent zu erlangen. Das heißt, wenn ihr dann das Special Talent bekommt, habt ihr eine gute Chance, dann einen schönen Wert hier vorauszubekommen von Leben für euren Archer. Das dritte Ausrüstungsteil, was ich jetzt vorstellen möchte, wäre in diesem Fall die Handschuhe. So, wir haben uns hier für grüne Handschuhe entschieden, allein aus dem Grund, zum einen, die sind einfach sehr günstig. Punkt 2, die Blaupausen sind wieder mega einfach zu bekommen, ist grün, man bekommt sehr, sehr viel aus dem Canyon, aber auch wieder die Barbarencamps droppen diese Blaupausen und niemand möchte die haben. Aber ihr könnt sie euch nehmen. 2,5% Leben, mit Special Talent noch ein bisschen besser, leicht zu erreichen. Warum nicht? Nehmen wir mit, ist günstig. Die Hose. Hier entscheiden wir uns wieder für ein etwas teures Modell. Für jeden von euch, der schon gespielt hat, als Equipment gerade rausgekommen ist, der wird sich erinnern, ey, die Beinschiene des Exils, das war doch eigentlich mal Infanterie-Equipment. Ja, das stimmt, aber nach dem Patch, wo deutlich mehr Equipment reinkam und die Werte auch angepasst wurden, hat man das auf einen Bogenschützen-Equipment-Teil umgemünzt. Und diese Beinschienen bekommt ihr aus mega vielen Modis und es ist sehr, sehr leicht, auch diese aus Special Talent zu bringen. Deswegen fallen sie hier in mein erstes Set. Bei den Schuhen ist es im Grunde nicht ganz so einfach. Wir haben hier nicht die mega Auswahl. Daher würde ich auch einfach sagen, okay, wir nehmen die gesäumten Stiefel. Die gesäumten Stiefel sind grün, das heißt, die sind sehr, sehr günstig. Wir können sie leicht bekommen. Daher auch leicht das Special Talent freischalten. Aber das wäre auch so das Erste, was ich persönlich wieder loswerden wollen würde, weil 2,5% Attack ist jetzt nicht das Geilste. Aber mit Special Talent habt ihr immer 3,5% Attack, was für ein grünes Item schon komplett okay ist. Als Waffe würde ich hier Stab der Verlorenen nehmen. Ja, das ist wieder ein blaues Item und es kostet nicht so wenig. Aber wenn wir auf die Stats schauen, ist das schon richtig gut. 8% Defense. Mit einem Crit haben wir 10,5% von einem Stat in unserem ersten Set. Und wenn wir uns jetzt diese Sets mal anschauen, wie viele Stats die eigentlich geben, wenn man sie geprockt oder ungeprockt hat. Die Unterschiede sind natürlich schon enorm. Und wenn wir einfach nur im Hinterkopf behalten, wie leicht es ist, an diese Blaupausen zu bekommen, kann man sehr, sehr leicht Set B in diesem Szenario erstellen, ohne lang spielen zu müssen oder irgendwie viel investieren zu müssen. Und es ist ein absolut solides Set, was ihr leicht aufwerten könnt, beziehungsweise auch relativ lange spielen könnt. Nun kommen wir zum ersten Vergleich. Hier vergleichen wir das günstige Set, das wir in reiner Kalkulation nach 48 Tagen bauen können. Diese Werte basieren rein auf die Mats, die man jetzt produzieren kann, ohne die ganzen Events nebenher. Natürlich im normalen Spiel könnt ihr diese Sachen deutlich schneller produzieren. Aber um das vernünftig vergleichen zu können, haben wir im Grunde den Wert genommen,
den man einfach nur mit den Ressourcen, die man generell beim Produzieren erhält, bekommt, damit wir es einmal ausrechnen können. So, hier unser Vergleich. Bevor wir auf die einzelnen Teile eingehen, wir haben links ein grünes und blaues Set und rechts ein komplett lila Set. Ja, bei dem lila Set hatten wir kein Glück und es ist kein Teil mit Special Talent dabei. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich das von den Stats unterscheidet, ist das einfach schon enorm in Bezug auf das, was ihr investieren müsst. Bei dem rechten lila Set haben wir auch den kompletten Set-Bonus vom Revival Set. Aber wenn wir uns jetzt die Stats anschauen, sind das Unterschiede, aber sind die so heftig, dass ich diese Mega-Mats dafür investieren möchte? Das ist hier die Frage. So, beim Attack haben wir einen Unterschied von 11,5% mehr Attack mit dem lila Set. Bei dem Defense haben wir insgesamt auch wieder 7% mehr. Das heißt, wir sind insgesamt bei 18,5% aktuell mehr. So, jetzt kommt der geilste Stat im ganzen Spiel, wir sind bei Leben. Leben ist der Stat, den jeder Marsch am wenigsten hat. Das heißt, euer Marsch skaliert am besten mit diesem Stat. Wir verlieren von diesem Stat 6% Leben. Das fühlt sich mehr an als 6%, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit den wirklichen 6%. Wir rechnen diese 6% von den 18,5% runter. Das heißt, ihr bekommt 12,5% mehr Stats für fast 220 Tage mehr Bauzeit. Und jetzt frage ich mich, ist das wirklich wert? Hier beantworte ich die Frage. Es kommt darauf an, wie lange ihr spielt, wie viele Materialien ihr habt. Je nachdem ist es unterschiedlich wert. Wenn ihr sagt, ey, ich möchte jetzt mehrere Märsche aufbauen, weil nur mit einem Marsch kämpfen ist langweilig. Wir sind Rise of Kingdoms, wir können 5 Märsche schicken. Warum nicht? Das heißt, wenn ihr dann sagt, okay, ey, ich möchte mehr als einen Marsch aufbauen, baut euch das Set A in diesem Fall und das erste, was ihr upgraden wollt, sind die Flame Trades. Warum? Warum wollt ihr zuerst die Schuhe upgraden? Also, wir haben gesagt, die Sonnenstiefel, die bringen uns nur 3,5% Attack. Aber die Flame Treats, die bringen uns 5,5% Leben, auch ohne Special Talent. Das heißt, wir tauschen ein bisschen Attack gegen echt viel Leben. Das würde unseren Marsch wieder sehr, sehr nach vorne bringen und der ist weiterhin günstig. Aber wenn ihr jetzt der Spielertyp seid, der sagt, okay, ich habe schon 3 Märsche ausgerüstet und ich will jetzt einen vernünftigen Archer-Marsch machen, dann spricht nichts dagegen zu sagen, ich gehe auf ein lila Set. Und welche Teile wir hierbei haben, das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Hier haben wir das Set auch nochmal in groß im Vergleich. Es ist ein komplettes Revival-Set mit 4 Teilen. Zudem kommt Golden Age und die Flame Treats. Wir haben hier den 4er Set-Bonus, der uns insgesamt 6% Stats gibt. Des Weiteren, wenn wir Glück haben und ein paar Special Talents bekommen, und ja, gerade Golden Age bekommt man mal häufiger, gerade wenn man sich auf eine Gattung fokussiert. Die Flame Treats ist auch okay zu bekommen. Es ist nicht ganz einfach, hier 4 mit Special Talents zu bekommen. Aber wenn wir Sachen mit Special Talent bekommen, haben sie schon relativ viel mehr Value im Vergleich zu vorher. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr investieren, ich habe auch die Mats und meine anderen Märsche sind schon okay, geht hier ruhig auf ein lila Set, versucht die Sachen zu critten und dann gibt es meiner Meinung nach nichts wirklich viel Besseres als dieses Set hier, was wir hier sehen, fürs Open Field, weil, ja, ihr investiert 264 Tage reine Craft-Zeit, aber ihr bekommt echt einen guten Amount of Stats und das Gold-Equipment, was ihr bekommt, das ist nicht so interessant fürs Open Field, weil es kostet euch so viel mehr, das zu machen. Wenn ihr jetzt ein Rally-Leader seid und ihr sagt, yo, ich brauche das beste Equipment, weil sonst schaffe ich die Defense nicht. Aber im Open Field kommt es darauf an, dass ihr mit vielen Märschen gutes Equipment habt. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis schon echt gut. Nachdem wir uns auch dieses Set angeschaut haben, gehen wir jetzt zu dem Set, wo ich sage, wenn mir die Mats relativ egal sind, aber ich möchte sagen, okay, ich möchte mich aufs Open Field konzentrieren und möchte da das Beste für mich rausholen, dann ist das Set das, was ich bauen würde in Bezug auf Preis-Leistung. Weil, ich sage, wie gesagt, ich möchte kein Rally-Leader sein, das heißt, ein Full-Gold-Set ist für mich nicht wirklich interessant, aber ich möchte schon die besten Stats rausholen noch möglich. Dann würde ich das nächste Set bauen. So, hier haben wir es. Es unterscheidet sich nicht groß von unserem vorherigen Set. Man muss sagen, ich vergleiche jetzt hier aber auch einen Full-Proc. Wir gehen davon aus, wir haben das Golden Age und die Flame Treats beide mit Special Talent. Wenn nicht, wäre der Unterschied natürlich größer, muss man sagen. Aber, wie man sieht, allein mit der Bauzeit, die wir jetzt sehen, dieser Riesenunterschied mit der Zeit, es lohnt sich wirklich nur, wenn man relativ viele Mats hat und die anderen Märsche schon gut sind. Sonst würde ich das gar nicht in Erwägung ziehen, diese beiden goldenen Teile hier für einen Open Field Marsch zu machen. Aber wenn ihr sagt, ey, ich habe die Mats und ich möchte meinen Bogie Marsch noch stärker machen im Open Field, die Waffe und die Schuhe, bekommt ihr den 2er Set Boni, 3% extra Attack und die beiden Ausrüstungsteile bringen euch akzeptable Stats. Die Schuhe tun ein bisschen weh, da ihr im Grunde euer Leben weggebt von den Schuhen, aber overall die Stats bringen euch schon natürlich ein bisschen weiter. Wenn wir den Vergleich immer mal machen, wir bekommen hier auch nicht so viel mehr.
Wenn wir es einfach vergleichen, wir bekommen 10% mehr Def, 3% mehr Attack, sind wir bei 13%, verlieren aber 7,5% Leben. Das heißt, insgesamt bekommen wir nur 5,5% mehr Stats, wenn wir diese Sets 1 zu 1 so vergleichen. Dieser Trade ist nur gut für jemanden, der sonst schon geile Equipments hat. Bevor ihr so einen Schritt wie diesen macht, schaut, dass ihr die richtigen Schmuckstücke habt. Wenn euch interessiert, welche Schmuckstücke interessant sind, ich habe schon ein Video zu den Lanes gemacht. In Zukunft werde ich auch zu den anderen noch was machen. Schaut euch das an, weil oftmals ist es besser, anstatt Gold-Equipment zu bauen, vernünftige Schmuckstücke zu bauen. So, werte Freunde, abschließend in diesem Video nochmal mein Fazit zu dem Set, wo ich sagen würde, ey, das lohnt sich für euch als Spieler. Gerade wenn ihr anfangt und sagt, ey, ich will erstmal ein paar verschiedene Mesh vernünftig aufbauen, dann ist preis-leistungstechnisch natürlich dieses Set das Beste. Das grün-blaue Set, was wir hier gesehen haben, hat vernünftige Stats, bringt echt viel Leben. Gerade wenn ihr die Flame Treats noch später dazu macht, habt ihr eine hohe Anzahl an Leben mit Crit. Also wenn ihr im Grunde genommen den Special Talent bekommt, dann seid ihr insgesamt bei 19% Leben auf diesem. Aber wenn ihr sagt, ey, ich will einen High-End-Marsch im Open Field haben, ich habe einen coolen Ramses YSG oder auch eine Artemisia mit Tomiris oder was immer in der Mitte und ich möchte einfach, dass der besseres Equipment hat, dann holt ihr das Revival Set. Das Revival Set ist echt super, kostet natürlich auch ein bisschen mehr, kommt nur darauf an, in welchem Stadium ihr euch befindet. Gerade am Anfang macht das grün-blaue Set, behaltet das lange bei. Macht erstmal eure anderen Märsche, weil das ist grundsolide, dieses Set. Ergänzt vielleicht die Schuhe für das Leben, aber sonst behaltet erstmal dieses Set bei. Und wenn ihr später sagt, upgraden, geht euch auf das Revival Set und holt euch die extra Boosts hier, gerade von dem Set-Gegenständen. Bevor ihr es darauf anlegt zu sagen, okay, ich möchte das beste Set so fürs Open Field haben, was so genommen geht für Preis-Leistung, schaut erstmal, sind eure Schmuckstücke auf all euren Märschen wirklich ausgeglichen gut. Wenn ihr ein Open Field Spieler seid, und das ist nicht der Fall, konzentriert euch erstmal auf die Schmuckstücke. So, werte Freunde, das war hier die Folge zu dem Equipment über die Archer. Ich hoffe, ihr konntet sehen, was meine Gedanken sind, was ich hier präferiere. Sollt ihr noch Fragen oder Anregungen zu diesem Thema haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.